Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen Pause, Time for Break. Und ja, ich habe mir gedacht, ich bereite ein bisschen den süßen Fuchs mit dir vor, weil ich das nicht allzu gerne mache. Das ist mal so ein kleiner Zwiespalt bei mir. Mal mache ich es gerne und ein andermal wiederum nicht. Das ist tagesformabhängig bei mir. Und ich möchte noch mit dir zusammen von meinen Plänen, da habe ich nämlich eine Sache vergessen, für den September, einen Punkt noch ergänzen. Und zwar ein angefangenes Bild weiterpainten. 10 x 10 cm. Und dafür habe ich meine angefangenen Bilder, alle, die ich habe ja nicht so viele, 6 Stück, in so kleine Umschläge gepackt. Und ich dachte, ich nehme dich mit, wenn ich da eins ziehe. Und von dem Bild, was ich ziehe, versuche ich in der Woche ein 10 x 10 cm Feld zu painten. Ich weiß noch nicht, ob mir das ganz so gelingt, aber ich dachte, wir versuchen das. Du darfst mich da gerne mit begleiten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo welches Bild drin ist. Es sind, wie gesagt, meine angefangenen Bilder, also darunter zählt zum Beispiel die Schlange von dem Tierkreiszeichen zum Beispiel und der Hot Chocolate Elf von Karat.art zum Beispiel. Also ja, es ist ein bisschen was. So, und dann kann ich da, wie es der Zufall will, einfach eins rausnehmen. Ich nehme mal den hier. Mal schauen. Die Sonne kommt noch mal raus. Ach, es ist aus dem Shop von Peach Moon Art Delia. Da habe ich nur hier oben so ein kleines Stück angepaintet. Das zeige ich dir nachher noch, wie weit da der Stand ist. Aber ich würde sagen, zuerst, weil ich jetzt alles hier so stehen habe, machen wir das hier zusammen. Aber auch nur so ein bisschen. Und ich erzähle dir so ein bisschen von der Woche. Denn Delia habe ich sozusagen im Schrank hängen. Bei meinen Kleidern. Ja, aber ich hole es dir noch. Also sehr schön, ein sehr, sehr schönes Bild. Ich glaube, das war von Salzkatze. Salzkatze AI ist das, glaube ich. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich müsste wirklich nachschauen. Aber das kann ich auch machen, wenn ich dir das Bild nachher zeige, wie weiter der Stand ist. Ja, du siehst es. Jetzt geht es hier um dieses Bild aus dem Shop von Diapop von AI Kunstwerke, der Fuchs im Blütenzauber. Ich will ihn immer im Blütenmeer nennen, warum auch immer. Er ist 40 x 40, 52 Farben. Die sind alle hier. Und ich würde ihn gern in so eine 56er Slotbox abkitten. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das bewerkstellige, weil die Sticker hier sind schon recht lang. Und es reicht mir eigentlich, wenn ich das Zeichen drauf habe.
Eigentlich hätte ich auch gerne die DMC-Nummer mit drauf, aber das müsste ich mir dann zusammenfriemeln und irgendwie habe ich darauf keine Lust und deswegen wird es nur das Painting-Symbol sein, das ich verwenden werde. Ja, ich habe mir die Legende auch wieder kopiert. Das kann ich dir auch gerne noch mal zeigen. Augenblick. Einmal so. Oh, ich hoffe, mit dem Fenster geht's. Aber ich finde es schön, dass die Sonne heute noch mal rauskommt. Bei uns hat es heute sehr viel genieselt. Geregnet nicht, es hat genieselt. Ja, ich habe mir die Legende zweimal kopiert, weil ich die einmal für das Aufbewahrungsdöschen nehme und einmal für in mein kleines Tagebuch. Ja, ich würde sagen, ich schneide das jetzt einfach ab. Dann kann ich das nämlich so weit verwenden und wenn ich von einem Döschen, von einem Beutelchen mehrere Döschen füllen sollte, gehe ich einfach hin und klebe da noch die DMC-Nummer drauf oder die laufende Zahl sozusagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das abschneide gerade, aber wenn ich das abschneide, habe ich es nicht mehr mit der Nummer und wenn ich mich dann vertue, weiß ich nicht mehr, welches Beutelchen welches Symbol ist. Außer ich halte es mir nebeneinander. Ja, genau. Den Fuchs habe ich ja wie gesagt einmal hier und hier sind meine Washi-Tapes drin. Das Döschen hier hatte ich bei Lenie's Wears Diamonds gesehen oder Diamond und ja, die haben mir super gut gefallen. Die habe ich mir auch gekauft. Denn man kann wirklich sehr, sehr schön die Washi-Tapes da drin lagern. Und ich würde sagen, für den Fuchs könnte man das hier nehmen. Das passt ganz gut von den Blüten her. Sind zwar Rosen, aber trotzdem finde ich persönlich das ganz passend. Dann mache ich das da rein und dann mache ich mir das später einmal außenrum um die Klebefläche. So. Ja. So ist das heute. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche und es geht dir soweit gut. Bei mir ist soweit alles supi. Die Woche ist schon chaotisch gestartet, aber gut. Das hat man manchmal. Was will man machen? Und ich bin kurz am Überlegen, ob ich das in ein Schiffchen erst fülle und dann reinmache oder ob ich es gleich so reinkippe. Ja, aber ich wollte dir von letzter Woche erzählen, weil die war genauso chaotisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist der Wurm drin. Ja, die letzte Woche war ziemlich viel los bei uns. Wir hatten viel zu tun. Nicht nur von der Arbeit her. Also ich wurde auch oder bin länger geblieben, auch auf der Arbeit. Dadurch hat sich dann immer alles etwas verschoben, was gar nicht schlimm ist.
Ich hole mir gerade noch ein Trocknertuch raus. Und ja, dann abends war es so, dass wir auch noch weg mussten. Und dann haben wir gerade so nach dem Motto, obwohl zu Hause war ich nicht, weil ich bin von der Arbeit nach Hause, habe mir meine Hündin geschnappt und bin dann schon wieder weiter zum Spazieren und dann noch einmal nach Hause und dann weiter mit dem Großen zum Training. Aber dieses Mal nicht zu einem Schwimmtraining, obwohl es hatte damit zu tun, sondern sie haben als Gruppe trainiert für das Fischerstechen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja in einer größeren Stadt hier bei uns. Und das ist eigentlich ganz schön. Da haben sie auch aber dieses Jahr zum ersten Mal mitgemacht. Von seinem Schwimmverein her. Und ja, mussten da halt ein bisschen trainieren. Da steht man auf Booten im Fluss. Und an dem Boot, wenn das jetzt das Boot ist, ist vorne nochmal so ein kleiner Steg, wo sozusagen die Galionsfigur, also der Fischerstecher, draufsteht. Das war ein Teammitglied und der hatte dann so einen langen Stab eigentlich in der Hand und musste dann mit diesem Stab den Gegner von seinem Posten am Boot schubsen. Genau. Ja, das gab es für die Männer und für die Frauen. Also durfte jeder mitmachen. Und dann mussten sie halt dafür trainieren. Das war immer um 18 Uhr in der Stadt. Deswegen habe ich gesagt, ich bin aus dem Auto raus, Hund geholt, mit Hund Gassi, aus dem Auto raus mit Hund, mit dem Kind ins Auto und wieder gefahren. Weil wir auch eine Dreiviertelstunde auch dorthin zum Training fahren mussten. Ja, und das Training war am Montag und am Mittwoch. Dienstag war dann noch normales Schwimmtraining. Und ja, da war das alles so ein bisschen gut abgepasst. Genau, und das Training war dann also der Montag und der Mittwoch waren wir erst 9:30 zu Hause, weil trainiert wurde mindestens bis 8. Ja, und dann konnten wir wieder fahren. Ich meine, da war ja auch dann dabei, das Leihboot da sozusagen holen. Also da haben da mehrere trainiert und konnten da auch, die Sachen wurden gestellt, also das konnte man sich dann da holen an dem Verleih und dann hat man da einen Trainer zur Seite gestellt bekommen und der hat dann einen da angewiesen, damit jeder wusste, wie und was er machen kann und darf und soll. Und dann war ja nicht nur die Galionsfigur sozusagen vorne, der Fischerstecher, sondern es waren noch, ich glaube, 4 Ruderer, die dann das Boot versucht haben, ruhig zu halten. Das Ganze wurde im Fluss gemacht. Ja,
Und wer in den Fluss gefallen ist, hat halt verloren gehabt oder die Runde verloren gehabt. Und dann ging es auch schon weiter. Und das Fischerfest war dann am Samstag. Sehr, sehr cool. Wir waren da letztes Jahr auch mit. Denn dann ist da nicht nur das Fischerstechen, da ist ja dann für Essen und Trinken und alles gesorgt. Also das sind dann so Stände, sehr, sehr schön. Und Live-Musik ist da und ja, alles drum und dran. Also so ein kleines, gemütliches Festchen ist das. Ja, und wie gesagt, dann war da nicht nur das Fischerstechen, sondern am Samstag war auch Fackelschwimmen. Das war auch noch spät. Halt wie es dunkel war. Ja, damit man die Leute auch sehen konnte mit den Fackeln. Ja, und dazu, ich habe extra nachgefragt, ob ich das darf. Darf ich dir, ich hoffe, man kann das auch sehen, ein Bildchen zeigen. Ich glaube, doch. Ich glaube, du kannst es sehen. Das sind die ganzen Fackelschwimmer. Ups, mein Handy ausgegangen. Ich habe das immer so kurz nur an. Also das sind die ganzen Fackelschwimmer und hinten dran sind 2 Leute, die das Ganze sichern, weil bei diesem Fackelschwimmen auch wirklich Kleine daran teilgenommen haben. Ich glaube, dieses Jahr war der jüngste Teilnehmer 6 Jahre alt. Und ich meine, in einem Fluss zu schwimmen ist nicht unbedingt so super sicher sozusagen. Ich meine, das sind alles erfahrene Schwimmer, die auch dabei sind und sind auch ausgebildet. Aber es wurde, wie gesagt, sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt, was ich super fand. Die erfahrenen Schwimmer waren dann außenrum sozusagen mit den Fackeln und die unerfahrenen Schwimmer waren in der Mitte. Aber es wurde auch gesagt bei der Einweisung, also du achtest auf den und du hast den, dass da wirklich nichts passieren konnte. Also den Schwimmern ging es ganz gut, ging allen gut. Es war sehr, sehr kalt. Sie hatten zwar Neopren an, aber ja, sie fanden es doch etwas frisch. Und die sind dann den Fluss da so runter geschwommen, getrieben. Ja, je nachdem, wie groß du warst, konntest du schwimmen. Und wenn du ein bisschen größer warst, musstest du dich halt eher ein bisschen treiben lassen. Ja, aber trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Und das ging halt eine ganze Strecke, dieses Fackelschwimmen. Die hatten einen Startpunkt und einen Endpunkt und die waren schon ja, fast eine halbe Stunde waren die da im Fluss unterwegs. Obwohl 20 Minuten, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, sind die da mit den Fackeln geschwommen und mit dem Schild. Und an dem Schild war dann auch so ein kleines Tischfeuerwerk dran. Ja, und wie sollte es anders sein? Ich weiß auch nicht, was mein Großer dann immer schafft. Aber er ist ja ein erfahrener Schwimmer und sollte dann auch helfen, diese Schwimminsel mit dem Banner und dem Tischfeuerwerk halt gerade zu halten und auch dann von den Kleinen wegzuhalten ein bisschen. Ja, damit da halt nichts passiert. Denn bei dem Tischfeuerwerk, das kennst du bestimmt, da kommen Funken, da fliegt ein bisschen was. Und ja, außenrum ist nichts passiert, aber meinem Großen natürlich, der kommt, es war in der Nahe, kommt aus der Nahe raus, kommt zu mir und sagt, guck mal, macht den Kopf runter, weil mein Sohn ist schon über 1,90 groß und ich bin nur 1,75. Er macht den Kopf runter und sagt, ist da was? Sag ich, das gibt's nicht. Da hat er so 5 Cent groß eine Brandstelle gehabt.
das ist einer. Sag ich, ja, Sabo. Da war das vom Tischfeuerwerk. Und dann sieht man mal wieder, dass das ganz gut ist, dass da so drauf geachtet wird, dass da dann wirklich Schwimmer sind, die erfahren sind. Denn, ja, vielleicht kann man da ein bisschen in Panik verfallen. Ja. Er hat dann gesagt, nö, ach, alles gut, ich bin einfach untergetaucht und war es aus. Hat er ja auch recht. Ich meine, er war ja im Wasser, hat er gut reagiert. Ja, aber da hat er sich die Haare abgesenkt. Aber gut, es ist nicht sonderlich schlimm. Aber ich dachte, den kann man nirgends allein lassen. Also, wenn es irgendwas gibt, wo man sich wehtun kann, ist er meistens dabei. Tja, so ist das. Ja, und bis wir dann da daheim waren, sie durften dann, nachdem die Teilnehmer dort runtergeschwommen, getrieben, gepaddelt sind oder gelaufen sind, je nachdem, durften sie noch duschen gehen. Das wurde extra von der Stadt bereitgestellt, dass sie dann noch duschen konnten. Dann war auch noch ein Feuerwerk, das haben wir leider nicht gesehen, weil die Schwimmer gerade um die Zeit halt fertig waren und in die Duschen gesprungen sind. Das war ein bisschen schade, aber auch nicht schlimm. Mein Gott, man kann nicht alles haben. Aber es war ein sehr, 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 sehr schönes Fest und auch schön aufgebaut, schön umgesetzt. Also wirklich. Und ja, wir waren also ich habe meinen Sohn mittags hingefahren. Ja, mittags. 11:45 mussten sie da sein, samstags. Und dann habe ich ihn da hingefahren und war dann noch in der Stadt, weil sie ja erst Vorgespräch hatten und nochmal eine Einweisung und alles. Und dann bin ich wirklich nochmal, weil ich nicht so lange warten wollte irgendwie. Irgendwie hatte ich dafür am Samstag keine Lust. Ich weiß nicht, also ich kann gar nicht genau sagen, was das war, aber ich wollte nach Hause. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren. Also nochmal die Dreiviertelstunde, na gut, halbe Stunde zurückgegurkt. Und als ich dann zu Hause war, dachte ich mir, ach komm, das Fackelschwimmen ist doch schön. Mein Mann kam dann noch sozusagen von der Arbeit. Und dann haben wir uns dafür entschieden, wir gehen noch was auf den Markt essen. Und dann, ja, und dann machen wir uns da einen schönen Abend mit der Kleinen. Also meine Tochter kam dann auch noch mit. Und dann haben wir da auf dem Markt gegessen. Das fand ich auch ganz cool. Ich bin ja jemand, wenn es was so ein Markt halt ist und ich habe die Sachen so noch nicht probiert. Ich probiere halt unglaublich gerne. Ja? Ich will das dann nicht komplett essen, ich will es nur probieren. So, und dann hat mein Mann gesagt, er hat schon Hunger. Und dann waren wir an 2 Ständen und er hat dann einmal so ein, wie hieß das denn? Suchu-Döner. Nagel mich jetzt nicht darauf fest, aber ich glaube, so hieß das. Das war nicht groß, also so breit vielleicht und noch nicht mal so lang wie meine Hand. Also ja, war nur ein bisschen, war auch gar nicht teuer, fand ich jetzt. Also es war für die Größe, für den Preis vollkommen in Ordnung. Und das hatten wir geholt, das haben wir uns geteilt zum Essen. Also ich habe dann probiert und er hat dann den Rest gegessen. Das reicht mir dann aber auch, weil ich so Sachen halt, die ich nicht kenne, super gerne probiere. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut.
So, ich mache da jetzt nicht alles rein, aber ich habe auch keine Lust auf Trocknertücher. Deswegen bleiben die Steinchen, die jetzt kleben, einfach im Tütchen drin. Die hole ich dann raus, sollte das da drin nicht ausreichen. Ja. Ja, auf jeden Fall diesen Sucho-Döner. Und dann war da noch ein Stand mit so einer Kartoffel auf dem Spieß. Die war so getribbert, also so in Spirale geschnitten. Und die konnte man sich aussuchen mit verschiedenem Würzsalz. Also die wurde wohl frittiert. Und dann konnte man sich das Salz dazu aussuchen. Und dann auch noch einen Dip dazu, der selbst gemacht war. Und auch diese Kartoffel, es war eine große Kartoffel. Ja, also der Spieß war bestimmt, also 30 cm hat er garantiert gehabt. Ich meine, da musst du noch 10 cm so nach dem Motto abziehen, weil du ihn ja noch festgehalten hast. Aber trotzdem, ich fand für 4 Euro, ja, und dann noch einen selbstgemachten Dip dazu, fand ich vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, und das haben wir uns dann auch noch geteilt. Sehr, sehr lecker, das Ganze. Mein Mann hat mir nachher ein bisschen leid getan, weil, ja, es war für ihn wahrscheinlich ein bisschen wenig. Dann hätte ich nicht probieren sollen. Aber er hat es tapfer gemacht und hat auch tapfer durchgehalten mit seinem Hunger. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, nachher, nee, er bräuchte nichts mehr. Ja gut, wenn du aber dann überlegst, das waren dann 2 Essen und dann insgesamt diese 2 Essen, 8 Euro, fand ich jetzt persönlich, also finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir haben uns dann noch eine Flasche Wasser gekauft gehabt, weil, ja, an das habe ich nicht gedacht. Bei meinem Sohnemann habe ich daran gedacht, aber irgendwie für uns halt nicht. Und ja, das Trinken von meinem Sohnemann war ja bei ihm am Platz sozusagen. Also ja, haben wir uns dann noch extra eine Flasche Wasser gekauft. Und da muss ich schon sagen, also das war schon Geld. Denn die Wasserflasche hat mit Pfand, war eine Glaswasserflasche und 2 Gläser dann dazu. Also ohne hat man das nicht bekommen. 2 Gläser dann dazu und das war bei 6 Euro. Aber wie gesagt, es war noch Pfand auf die Glassachen und ja, das hat man dann natürlich auch nochmal zurückbekommen. Aber am Pfand waren es pro Ding 1 Euro. Ja. Obwohl, ja gut, dann hast du halt 3 Euro für das Wasser gezahlt. Ja. Ja. Ich hätte auch so schlau sein können und sagen können, ach, ich gehe gerade in die Stadt was holen. Ja, aber dann dachte ich, na komm, die Schwimmvereine oder zumindest da, wo mein Sohn dabei war, der durfte kostenlos essen an dem einen Stand, was ich super fand. Das ist ja super freundlich. Wo gibt es noch so Sachen, dass der Stand dann sagt, ah ja, kommt, ihr macht dieses und jenes und ja, nee, ihr kriegt der Verein, das haben sie bei den ganzen Schwimmvereinen gesagt, da waren auch Tauchervereine dabei und die durften da kostenlos essen. Also das fand ich wirklich toll. Und dann dachte ich, ach komm, dann kannst du auch das Geld gerade für den Sprudel da ausgeben. Ja. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schön und auch super lieb von den Leuten. Ja. Ja,
Und am Samstagmorgen habe ich ja noch die Einkäufe gemacht und das Ganze. Und ja, ne, so kommt eins zum anderen. Aber dann die anderen Sachen habe ich mir alle aufgeschoben. Wäsche waschen und dieses und jenes. Ich hatte da die Woche über auch keinen Nerv zu. Ich muss ja ehrlich sagen, manchmal habe ich so Tage, nee, da möchte ich das nicht. Und dann denke ich, naja komm, die liegt auch noch morgen da. Lasse liegen. Denn normalerweise gehe ich hin, wenn ich morgens mich halt fertig mache für die Arbeit und mit dem Hund schon war und dann also in meine Garage gehe und dann mache ich meistens noch eine Maschine Wäsche an und wenn ich dann von der Arbeit komme, schmeiße ich die in den Trockner oder hänge sie auf, je nachdem wie das Wetter noch ist. Ja, ich hänge aber auch Wäsche gerne bei mir im Keller auf. Also ich habe im Keller noch so eine längliche Wäschespinne stehen. Die ist noch von meiner Mama. Und ja, da hänge ich das dann halt auch gerne auf und lasse das dann da auch trocknen. Aber manchmal nehme ich auch den ganzen Kram und schmeiße ihn in den Trockner. Denn ja, ist manchmal auch ganz angenehm sowas. Ja. Ja, und dann war ich am Donnerstag, also Montag schwimmen, Dienstag schwimmen, Mittwoch schwimmen und am Donnerstag war ich wunderschön. Das ist jetzt ein bisschen so, also es ist nett gemeint, ja, also verstehe das bitte nicht falsch, auf den Elternabend von meiner Tochter. Da wollte eigentlich mein Mann mitgehen, aber das hat er zeitlich nicht geschafft. Also bin ich da alleine hingestiefelt und habe mir die Sachen da angehört. Wir haben jetzt wieder sozusagen, oder meine Tochter hat wieder eine neue Klasse. Das tut mir schon ein bisschen leid. Also bei meiner Schulzeit war das früher, dass wir wenigstens nachher bei der weiterführenden Schule auch, also nach der Grundschule, einen Klassenverband hatten und der auch geblieben ist. Aber bei ihr ist das leider nicht so. Also die haben irgendwie jedes Jahr irgendwas, entweder es kommen zu viele neue Mitschüler, flutsch werden die Klassen geteilt, dann werden aus 2 Klassen 3 Klassen. An sich ja super gut, weil je kleiner die Klasse, umso angenehmer ist es ja. Ja, aber sie wurden halt immer wieder auseinander sortiert sozusagen. Gerissen nicht, weil ich finde, auch wenn du Freunde in der anderen Klasse hast oder die Klasse geteilt wurde und die Freundinnen dann in 2 unterschiedlichen Klassen sind, finde ich trotzdem, sie sind ja in derselben Schule. Warum sollen sie keine Freunde sein? Ja. Ja, aber es war immer ein bisschen schade, weil dann auch immer der Klassenlehrer oder Lehrerin gewechselt hat und immer nur diese Beständigkeit für ein Jahr gegeben war oder ist. Denn so wie jetzt schon beim Elternabend gesagt wurde, gehen Sie davon aus, dass das nächstes Jahr wieder so ist, dass aus den 3 Klassen 2 Klassen werden. Und ja, aber gut. Ich meine, das ist, wie es ist. Ja, und es ist ja schon wirklich angenehmer mit einer Klasse, wo nur vielleicht 20 Schüler drin sind, anstatt dann mit 30 Schülern zu arbeiten. Ja.
das kann ich schon gut nachvollziehen und kann das auch vollkommen verstehen. Ich war bei mir die Klasse früher. Wir waren immer 30, ich glaube 30 oder 29, 20 Kinder. Es hat immer einer gefehlt, damit die Klasse rumgemacht wird. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen schade finde ich es schon. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Grund, um sich da zu ärgern oder sowas. Ja, auf jeden Fall war ich dann auf dem Elternabend. Da wurden wir dann auch unterrichtet, dass ja die Kinder ein Praktika machen. Das hatte die Schule schon vor den Ferien den Kindern mitgegeben. Die müssen so einen Praktikumsvertrag mit dem Betrieb schließen und das auch in der Schule abgeben und alles. Ja, und ich dachte, naja, komm, Praktikum zwar erst Oktober, aber junge Frau, was möchten Sie machen? Wo sollen wir gucken? Was interessiert dich? Und dann hatte die auch wirklich ratzfatz, hat sie sich darum gekümmert, einen Praktikaplatz zu kriegen. Da war ich super erstaunt. Und wie ich das jetzt im Elternamt mitgekriegt habe, sind das gar nicht so viele. Von der gesamten Stufe hatten nur aus der T ihrer Klasse dann aber nur 3 Leute einen Platz. Und bei ihr in der Klasse sind 19 Schüler und Schülerinnen. Ja, und von der gesamten Stufe hat sich das angehört, als ob da auch noch nicht so viele einen Platz haben. Ich meine, sie haben ja noch Zeit. Es ist ja erst, das Praktikum ist für November angesetzt. Sie haben wirklich noch Zeit, sich da was zu suchen. Aber bei ihr war ich wirklich ganz erstaunt. Ich dachte, das wird schwierig, bei ihr sie dazu zu kriegen. Ja, zu telefonieren, zu fragen, die Bewerbung zu machen. Denn wir haben auch eine richtige Bewerbung dann aufgesetzt und das halt reingeschrieben, warum, weshalb sie das Praktika machen will und sowas. Und naja, sie scheint, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es blöd klingt, reifer zu sein, wie ich es vermutet habe. Und das fand ich wirklich, oder finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön, dass das Kind einen noch so erstaunen kann. Ganz, ganz toll. Ja, und wie gesagt, sie hat sich eigenständig darum gekümmert. Ich war ganz erstaunt, wo sie Praktika macht. Aber wenn sie das mag, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und Praktika sind ja dafür da, um zu schauen, liegt mir das nicht, möchte ich das? Ja, sie geht zu einem Kieferorthopäden. Das ist super. Also finde ich ganz toll, dass sie in den Beruf reinschaut. Und der Kieferorthopäde hat dann auch, der hat Rücksprache gehalten, weil sie braucht ja auch ein Gesundheitszeugnis und alles. Und sie kann halt am Patienten selber nichts machen. Und jetzt habe ich letzte Woche noch mit denen telefoniert. Und das fand ich auch super schön. Da haben die gesagt, ah ja, sie kann halt nicht viel am Kunden sozusagen, am Patienten selber tun. Ich meine, das ist auch vollkommen nachvollziehbar und verständlich. Aber wir haben uns überlegt, sie kann ja mit so einem Gerät irgendwie, machen die wohl Abdrücke und sie könnte ja dann die Abdrücke machen bei sich, wohlgemerkt, und dann auch sich eine Aufbissschiene selber mit Anleitung natürlich erstellen, weil der Kieferorthopäde das halt auch wohl mit anbietet. Und ich fand das
mega schön, dass die sich da so Gedanken gemacht haben. Ich meine, wie gesagt, das Praktikum ist noch ein bisschen hin, aber ich fand es sehr, sehr schön, dass sie halt gesagt haben, ja, sie muss ja nicht so nach dem Motto dumm rumsitzen und keine, ja, wie soll man das sagen, Beschäftigungsarbeit machen, ja, sondern sie kann ja auch was für sich selber dann da herstellen und handwerken, so nach dem Motto. Nennt man das dann Handwerken? Erstellen? Ja, und deswegen, da bin ich mal gespannt, wie das so alles ist und ob das so ist, wie sie sich das vorstellt. Wer weiß, vielleicht ist das ja ein Beruf für sie. Ja, sehr, 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 sehr schön. Also, ja, und auch wie gesagt, von dem Team fand ich das ganz toll, dass die sich da so Gedanken um meine Tochter gemacht haben und gesagt haben, ah ja, so und so. Und die haben wohl auch relativ lange Mittagspause. Und da haben sie dann auch schon gesagt, also sie will halt den gesamten Betrieb da mitkriegen. Und da haben sie ja auch angeboten, dass sie dann alle zusammen Mittagspause machen, während sie halt da ist. Und in die Stadt gehen und alles. Also wirklich schön. Das muss, für mich hat das einen sehr, sehr angenehmen Eindruck gemacht, dass sich das Team auch sehr gut versteht. Und ja, das freut mich. Und es freut mich vor allen Dingen, dass sie das so eigenständig gemacht hat. Ich meine, der Arzt oder die Praxis hat noch Rücksprache mit mir dann gehalten, weil, ich meine, sie ist ja noch keine 18, um Gottes Willen. Sie ist erst 12, aber trotzdem fand ich es schön, dass das so erfolgt ist. Und dass ich dann auch als Mama die Info gekriegt habe, hey, das und das planen wir. So und so sieht's aus. Und ja, das fand ich doch ganz gut. Ja, mein Magen krummelt. Ich hoffe, du hörst das nicht. Oh je. So, machen wir den Steg noch fertig, ja? Und dann zeige ich dir noch das Bild, weil ich bin schon ganz schön lang am Sprechen. Jetzt ist die Sonne auch weg. Sie ist hinterm Berg. So schade. Ja. Die Zeit muss man jetzt genießen. Ich hoffe, wir bekommen einen goldenen Herbst. Das mag ich ja unheimlich gerne. Einen goldenen September, aber man sagt ja eigentlich eher einen goldenen Oktober. Das ist, darauf freue ich mich schon. Ich mag jede Jahreszeit. Es gibt keine Jahreszeit, die ich blöd finde. Ja, nach einer Woche Regen oder nach 2 Wochen Regen finde ich den auch nicht mehr so super. Aber wenn es halt mal regnet, finde ich das auch nicht schlimm. Die Betonung liegt auf mal. Ja. Ja, so ist das. Das war eigentlich die ganze letzte Woche. Und der Elternabend. Ich dachte ja wirklich, weil da gesagt wurde, wir sind ratzfatz fertig. Also ihr braucht da gar nicht, so nach dem Motto, braucht euch gar nicht setzen. Aber der war nicht ratzfatz fertig. Oh mein Gott. Wir haben gesessen von um 6 Uhr an bis um 7:45. Oh. Aber gut, es war auch viel zu besprechen. Es waren auch wieder die Wahlen, dadurch, dass ja die Klasse nicht mehr fortbestanden ist vom letzten Jahr, musste ja auch wieder neu gewählt werden von Elternsprecher und allem drum und dran. Und ich meine, das dauert dann halt auch. Und ich fand es auch wichtig, dass die Informationen von dem Praktika weitergegeben werden. Da wurden dann auch Zettelchen, so Flyer verteilt,
damit man das Wichtigste hat, auch für die Bewerbungen und das alles. Ich meine, das war jetzt dann leider bei uns nicht mehr nötig, aber ich fand es schön, dass die Schule sich da so Mühe gibt und das mit ins Auge gefasst hat. Ja, das war die vergangene Woche. Und irgendwie, wie gesagt, geht es diese Woche einmal so weiter. Bei mir ist heute Mittwochabend. Ich gehe jetzt gleich noch runter und koche der hungrigen Meute etwas. Ich habe an Nudeln gedacht in der Pfanne. Also ich koche die erst vor, mache die dann in die Pfanne. Mache aber vorher in der Pfanne noch so kleine Frikadellchen und ja, Gemüse noch rein, dann die Nudeln noch zu den Frikadellchen und dann wird das eine Nudelfrikadellenpfanne. So, ich denke mal, damit müsste ich sie relativ gut satt bekommen. Ja, genau. Mal schauen. So, ich hole gerade mal noch das Bild. So, ich habe das Bildchen geholt. Und hier ist sie. Wunderschön, oder? Wenn ich mir das so anschaue, denke ich immer, warum paintest du das eigentlich nicht weiter? Was ist? Ja, und da wollte ich dann hier oben, du siehst es, hier ist das Silikonpapier von Pichu Moon Art drauf. Und hier oben dachte ich, painte ich dann das 10×10 Feld. Wahrscheinlich so. Ich weiß ja nicht, ob ich das mitnehme, aber so auf alle Fälle. Ja, es ist 50×65 cm und von Salzkatze AI. Sehr, sehr schön. Hatte ich eben schon gesagt, glaube ich, 56 Farben. Du darfst dich hier an der Legende nicht stören. Die ist nicht, ich glaube, die ist nur halb gewesen, aber ist auch nicht schlimm. Man hatte ja die Legende in Papierform und ja, dann ist das so super. Sehr, sehr schön. Genau, so, ich würde sagen, hier mache ich jetzt sozusagen Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben gibst. Auch vielleicht, wenn du magst, einen Kommentar da lässt, wie deine Woche so war, wie sie gestartet ist. Was du möchtest. Ich würde mich freuen. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.